Was geht ab, Leute? Hier euer Podcast aus der DMS Villa in Hannover mit einem spannenden Gast. Es geht um eine kontroverse Entscheidung bei seinem letzten Kampf bei The Cage MMA. Und das werden wir heute mal diskutieren, wie es weitergeht, wie sieht es jetzt aus, wie ist der Stand der Dinge. Aber zuerst einmal das Intro. Let's go und let's do it. Aus eurer Betten und rein in die Uniform. Stubenappell in 2 Minuten. Ja, wir hatten ja schon das Vergnügen am Samstag. Ja, genau. Ich heiße Engel André, der gerne Kopfnüsse verteilt, würde ich mal so sagen. Ja, ich bin MMA-Fighter und ich würde sagen, auf dem Weg nach oben. Ja, absolut. Ich hatte dich oder viele andere noch nicht auf dem Radar, weil, wie ich schon erwähnt habe, MMA in Deutschland, wir kriegen in Österreich nicht viel mit davon, außer Octagon, GMC, NFC, damals auch noch. Jetzt, wo ich in Deutschland bin, The Cage MMA, habe ich viele Talente gesehen. Du bist mir gleich ins Auge gestochen wie so ein Dorn, wo ich mir gedacht habe, what the fuck, wer ist dieser junge, talentierte Krieger? Absolut heftig. Aber kommen wir direkt zu deinem Kampf. Es war ein harter Fight. Es gab im Nachhinein viel Aufregung bezüglich den Kopfstoß. Wie kam es dazu? Ja, also ich hatte schon gesagt, in Slow Motion könnte man das so werten, dass es ein Kopfstoß gewesen ist. Ich hörte letzten 10 Sekunden, hörte ich es rufen, André noch 10 Sekunden, dreh nochmal auf. Das habe ich gemacht und im Eifer des Gefechts bin ich mit dem Kopf nach vorne gestoßen und hat das aber gar nicht so realisiert. Also ich habe das gar nicht so aufgefasst, dass das wirklich ein Kopfschuss gewesen ist. Habe nur gemerkt, dass ich irgendwie im Kopf nach vorne gekommen bin. Habe mich sofort entschuldigt bei meinem Gegner. Und ja, die Aufruhr war wirklich brutal danach. Ja. Klar, meine Emotionen sind natürlich durchgegangen. Ich sag mal, die Leute, die auf diesem Niveau kämpfen, die wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viel man investiert. Und normalerweise, man wartet nur auf diesen Tag, auf diesen Kampftag. Und das war natürlich sehr, sehr bitter, dass das passiert ist. Und ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass dieser Kampf abgebrochen wird. Also ich hatte damit gerechnet, dass er vielleicht eine Minute Pause bekommt. Oder war ja sowieso Rundenpause. Ich hatte mich noch gewundert, guckte in die Ecke von meinen Coaches und hatte mich noch gewundert, warum die nicht in den Cage kommen. Und dann sagte man mir, ich soll halt in die neutrale Ecke gehen und dann gab es einen Timeout. Ja, die Schiedsrichter haben den Gegner Zeit gelassen. Soweit ich informiert bin, zumindest bei einem Tiefschlag ist es so, hat der Gegner 5 Minuten Zeit. Ich war direkt im Käfig drinnen, habe das alles mitverfolgt, hatte persönlich den Eindruck, der Gegner ist nicht mehr motiviert, denn hat irgendwie, du hast zu viel gedrückt, zu viel gepresst. Der wollte wahrscheinlich seine Bilanz auch nicht schlechter machen durch diesen Kampf und das war so ein bisschen das rettende Seil. Hast du auch so den Eindruck? Ich möchte natürlich jetzt nicht irgendwie jemanden schlecht reden, das mache ich nicht. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, also wenn ich in den Käfig gehe, dann ist man motiviert zu kämpfen und motiviert zu gewinnen. Und deshalb habe ich das... hatte ich natürlich den Eindruck, dass da irgendwie was im Busch ist. Ne? Also, zweite Runde gehe ich mal stark davon aus, wäre meine gewesen. Und man hatte schon gesehen, dass am Anfang der ersten Runde, ich bin ein Stand-Up-Kämpfer. Und man hat sofort gemerkt, im Stand-Up möchte er nicht bleiben. Der ging sofort in den Clinch. Gut, er hatte bestimmt nicht damit gerechnet, dass ich so viel Kraft habe. Habe ihn gegen den Cage gedrückt. Und dann ging es natürlich schon auf den Boden. Ja, also das war irgendwie so ganz, ganz komisch. Ja, während des Kampfes, du hast dich wohlgefühlt, du hast auch eine gute Figur gemacht. Also ich habe mich, erstaunlich, ich habe mich wirklich sehr gut gefühlt. Auf dem Boden habe ich mich richtig gut gefühlt. Ich dachte mir, okay, Braungurt am Anfang, dachte ich, ja. Aber ich habe nicht eine Sekunde irgendwie gemerkt oder gedacht, oh shit. Gerade bei dem Real Naked Choke, der war wohl, viele sagten, er ist ganz tief drin gewesen und so. Ich habe den sehr gut verteidigt, aber ich habe jetzt in keiner Sekunde irgendwie gedacht, dass da irgendwas passieren kann, dass ich abklopfen muss oder so. Also es lief eigentlich alles gut.
Ich hätte mir den Kampf noch ein bisschen mehr im Stand gewünscht. Ja, Hatte versucht auch ihn gegen den Cage zu drücken, wollte mich lösen, aber hat es dann nicht so richtig, nicht richtig hinbekommen. Aber fühlte mich auch am Cage sehr wohl. Von daher sah ich jetzt nicht irgendwie es nötig, da irgendwie vom Cage wegzugehen. Ja. Was natürlich auch interessant ist, so ein nicht bewerteter Kampf, so wie es das du jetzt gehabt hast, hartes Training, frustriert auch ein bisschen, hätte ich gesagt. Ne? Ich weiß es selbst aus eigener Erfahrung. Wie geht's weiter, beziehungsweise was bedeutet generell diese Entscheidung für dich persönlich? Normal würde man sagen, okay, machen wir ein Rematch und wir sehen, wer der Bessere ist. Wenn der Veranstalter auf mich zukommen würde, bis jetzt habe ich noch keinen Anruf erhalten, dann können wir uns darüber unterhalten. Ich hatte schon im Cage gesagt, wir können gerne nochmal gegeneinander kämpfen. Ich würde nicht Nein sagen. Ob es jetzt mich weiterbringen würde, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Ich möchte gerne oben mitmischen. Von daher, ich weiß, dass ich das Zeug dazu habe. Von daher weiß ich nicht, ob das so Sinn machen würde, aber ich würde es machen. Wäre ein interessantes Duell auf alle Fälle, ich denke, mit Geschichte. Sehen, ja. Mit Geschichte. Ja. Gibt es eine Möglichkeit, diese Entscheidung anzufechten, oder sagst du einfach, lass mal bleiben, ist gut so wie es ist? Aufgrund, ich sag mal so, anzufechten könnte man machen. Aber ich weiß, dass in den MMA-Rules es so steht, wenn in der ersten Runde, zweiten Runde da irgendwie was passiert, Niederschlag oder nicht Niederschlag, ein Tiefschlag oder sowas, dann hat der Gegner Zeit, 5 Minuten. Sollte er danach nicht kämpfen können, gibt es einen No-Contest. Wäre es in der dritten Runde passiert, dann würde das alles an den Punktrichtern liegen. Würde das alles ausgewertet werden. Erste Runde, zweite Runde und so weiter. Ich sag mal so, ich habe vielleicht einen kleinen Fehler gemacht. Das war nicht extra, hatte ich schon gesagt. Ja, das war nicht meine Absicht. Dann natürlich zu sagen, okay, wir kämpfen nicht weiter, lag nicht in meiner Hand. Von daher, Ja, so ein Kampf wie dieser, der was so endet, das kann natürlich auch mental zehren. Wie gehst du damit um? Ich bin mental so stark wie noch nie. Also ich fühle mich sehr wohl, generell in der ganzen Situation. Mir macht das gar nichts aus. Ja, ob da jetzt irgendwie, ich lag am Ende nicht unten. Von daher alles gut. Ich habe den Kampf nach dem Rear Neck and Choke dominiert. Das hat man gesehen. Der Gegner hatte nicht einmal geschafft, wegzukommen von mir. Ich habe mir gegen den Cage gedrückt. Absolut. Ich habe Ellenbogen verteilt, Schläge verteilt, Fäuste verteilt. Ja. Also von daher. Also gehst du eigentlich aus dieser Niederlage, dieser schwierigen Situation, was du vielleicht gehabt hast, gestärkt hervor, kann man eigentlich sagen. Ich habe daraus gelernt. Ja. Ich weiß, dass ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein muss in naher Zukunft, mit dem Kopf zu arbeiten. Und von daher, ich habe daraus gelernt. Okay, aber schauen wir mal nach vorne. Ja? Was sind so die nächsten Ziele, und hast du eventuell auch einen Gegner, wo du sagst, okay, gegen den würde ich unbedingt kämpfen? Ich sag mal, ich bin noch niemandem aus dem Weg gegangen. Ich habe jetzt mit einem Gespräch, in naher Zukunft wird es einige Veränderungen geben bei mir. Ich kann aber noch nichts Genaues sagen, darf ich noch nicht sagen. Auf Social Media könnt ihr mich gerne verfolgen, und da werde ich das dann auch bekannt geben. Habe ich einen Gegner, gegen den ich kämpfen möchte. Im Prinzip, ich hatte vorhin schon gesagt, ich möchte nach oben. Also Step by Step, würde ich sagen. Von daher, alles gut. Wie sieht es generell mit dem Training aus? Wirst du jetzt ein bisschen deine Strategie ändern, dass da so etwas nicht mehr passiert? Definitiv werde ich daran arbeiten, dass der Kampf, obwohl ich hatte versucht, den Takedown zu ziehen. Ja, der Takedown, der hat nie so ganz geklappt. Ist mir misslungen, und normal sollte man natürlich dann nicht den Gegner den Rücken geben. Man sollte rausschrimpen, mit dem Knie sich vorarbeiten, das weiß ich alles. Ich bin sehr stark geworden auf dem Boden, hat man jetzt gesehen, dass ich da gut mithalten kann. Mit dem BJJ Brown Gold, also von daher machen wir uns nichts vor.
Ich sag mal, ja, natürlich werde ich einiges ändern, aber ich bin schon sehr gut aufgestellt. Ja. Ja. Der Gegner hat im Kampf eine doch sehr eindrucksvolle Performance mit seinem Körper abgeliefert, beziehungsweise ich will damit sagen, er hat sehr massiv ausgeschaut. Ja, das hatte ich auch. Mir sagte man vorher, der ist 1,80 groß. So ein richtiger Fleischberg war das. Ja, der war schon sehr stabil, muss ich sagen. Aber man hat nichts davon gemerkt. Ja, Also ich habe ihn gedrückt, ich habe ihn ganz einfach gegen den Cage gedrückt und ich habe gar nicht gemerkt, dass er irgendwie, hat er vielleicht nach dem Weightcut zu viel Wasser gezogen? das könnte sein, dass er sehr viel gecuttet hat und dass ihn das halt sehr gestört hat. Ja. Also ich hatte das Glück, ich war noch 2 Wochen vorher krank, ich hatte Magen-Darm. Ich habe einfach Gewicht gemacht, also ganz einfach. Deswegen war das für mich jetzt, ich dachte mir, okay, vielleicht wird das ein bisschen gefährlich im Kampf, dass ich da keine Kraft habe wegen diesem Magen-Darm-Virus. Aber das war super, also das war alles gut. Okay. Ich denke mal, er hatte wirklich Probleme mit dem Cutten. Weiß ich nicht genau. Das ist Disziplinsache. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, ich bin Profi und ich weiß, wie ich das alles angehen kann und ich weiß, wie stark ich bin. Das darf man nicht vergessen. Ganz genau. Der hat wirklich von der Kraft her, war er mir wirklich unterlegen. Jetzt habe ich so ein bisschen mitgekriegt, du kommst aus Polen oder hast in Polen viel zu tun, trainingsmäßig? Also ich selber komme nicht aus Polen. Meine Oma ist in Polen geboren. Meine Frau ist Polin. Ja, ich spreche ein bisschen Polnisch. Ich bin sehr viel da, das stimmt. Mittlerweile gehen meine Kinder in Polen zur Schule. Also das heißt, wir leben gerade so ein bisschen in Deutschland und in Polen. Ich habe mein Business in Deutschland. Ich trainiere in Deutschland, aber ich trainiere auch in Polen. Wäre dann irgendwann einmal natürlich auch KSW. KSW hatte ich mein Profidebüt gegeben damals. Ja, und ein Profidebüt direkt bei KSW ist auch nicht schlecht. Das war natürlich eine Hausnummer. Ja. Ich bin über volle Distanz gegangen. 15 Minuten war das eine Schlacht, würde ich mal sagen. Der Gegner, also ich hatte 6 Tage vorher Bescheid bekommen, musste Weightcut machen auf 84 Kilo. Also ich musste ungefähr so 8 Kilo cutten. 15 Minuten durchgekämpft. Und da soll noch einer mal sagen, ein Stand-Upper kann nicht auf dem Boden. Ja. Also das ging hoch und runter. Das war ein Megakampf. Viel Blut. Ja, und leider nach Punkte verloren. Ja, aber KSW ist trotz allem wahrscheinlich für dich eine Option in Zukunft, oder? Definitiv ist KSW eine Option. Also wer da nicht kämpfen möchte, macht irgendwas falsch. Macht was falsch. Ja. Wir haben Octagon noch in Deutschland. Ich will mir jetzt da alle Türen erstmal auflassen. Erstmal abwarten, wer anklopft. Ja. Und suche mir natürlich dann mit meinem Management und Trainer die beste Option aus. Werden wir mal schauen, wo mich die Reise hinführt. Ja, genau. Super. Großartig, deine Sichtweise mal zu hören. Wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt, weil ich bin sehr gespannt, wohin die Reise bei dir führt. Vielleicht willst du noch irgendwem grüßen, irgendwelche letzten Worte? Ja, ich hatte ja aufgrund des Vorfalls bei dem Kampf nicht die Möglichkeit, jemanden zu grüßen oder mich zu bedanken oder wie auch immer. Erstmal ein großer Dank an meine Frau, die das alles mitmacht, die mich da so unterstützt. Also jeder Kämpfer weiß, wo eine starke Frau im Nacken ist auch ein starker Mann. Also wir sind ein perfektes Team. Danke erstmal, dass sie alles mitmacht. Und meine Kinder unterstützen mich, meine Schwiegereltern, meine Trainingspartner in Polen, in Deutschland. Es wären jetzt so viele, ich könnte so viele, müssten wir bis morgen hier noch sitzen. Aber ich sag mal, also was ich sagen muss, ich muss mich bedanken an die ganzen Fans, an die ganzen Leute, die mich hinterher jetzt nach dem Kampf angerufen haben, geschrieben haben, kommentiert haben. Es haben so viele Leute mich angerufen und haben gesagt, hey, du hast das Ding ganz klar gewonnen, der konnte nicht mehr und wie auch immer, das ist ja alles Ansichtssache. Ja. Was mir aber sehr gut bei dir gefällt, du bist keiner, der was jetzt irgendwie auf die Streitbasis geht, sondern du siehst das ganz nüchtern, du bleibst am Boden und sagst, es ist so, wie es ist. Das zeigt und es zeugt sehr viel Respekt von deiner Seite aus als
Kampfsportler und als Sportsmann. Dankeschön, ja. Ja. Also hatte ich schon im Kampf oder nach dem Kampf im Cage gesagt, ich bin Sportler durch und durch. Und naja, eigentlich sind wir Sportler und Entertainer. Ne? Ja. Und das war halt so, ja. Ja, großartig. Vielen Dank, vielen Dank. Aus euren Betten und rein in die Uniform. Stubenappell in 2 Minuten.